Leute, heute gibt es mal wieder ein Best-of Isana-Video. Das letzte ist ja bereits 5 Jahre alt. Deswegen dachte ich, es wäre an der Zeit für eine aktuellere Version. Das heißt, ich zeige euch heute Produkte der Rossmann Eigenmarke Isana, die ich persönlich für gut befunden habe. Und nicht nur das, ich werde diese Produkte auch ranken. Sprich, ich habe die Produkte in eine Liste eingeordnet, welches davon ich besonders gut finde. Aber ich habe euch auch auf Instagram gefragt, welches euer absolut liebstes Produkt von Isana ist, und es wurden bestimmte Produkte mehrfach genannt. Das heißt, es haben sich definitiv einige Community-Lieblinge rauskristallisiert, und diese werde ich auch entsprechend kennzeichnen, damit ihr auch wisst, das hier ist ein Community-Liebling, das mögen viele, viele Leute sehr, sehr gerne, denn ich persönlich kann ja nur von meiner eigenen Wahrnehmung und auch von meinen eigenen Ansprüchen ausgehen. Deswegen finde ich es auch immer hilfreich, die Community zu befragen, damit ihr einfach nochmal ein besseres Gesamtbild von diesem Ranking kriegt. Dann starten wir gleich mal mit dem letztplatzierten Produkt, und ich will auch nochmal dazu erwähnen, dass es hierbei nicht unbedingt um die Formulierung der Produkte geht, sondern es geht um meine persönliche Wahrnehmung und natürlich auch um meine persönlichen Ansprüche. Das heißt nicht, dass die Produkte schlecht sind, nur weil sie auf dem letzten Platz gelandet sind, sondern dass sie mir vielleicht performance-technisch oder wegen irgendwelchen anderen Gründen nicht so zugesagt haben wie andere Produkte von Isana, und dementsprechend kommt ihr nicht drum herum, diese Produkte selbst zu testen und zu schauen, welches davon zu euch am besten passt. Auf dem letzten Platz landen die Beauty Drops mit 5% Niacinamid, und das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich die Parfümierung. Die ist hier so dermaßen over the top. Ist so ein bisschen wie bei der Essencello Good Stuff Maske, die auch so extrem parfümiert ist. Und hier haben wir genau das gleiche Problem. Das riecht wie ein Parfum, und das ist einfach nichts, was ich regelmäßig auf meiner Haut anwenden kann, weil ich sehr duftempfindlich bin und solche Düfte überhaupt nicht mag. Ich merke das schon, wie das so ein bisschen in der Nase anfängt zu stechen. Das ist absolut nichts für mich, aber ansonsten ist die Formulierung gar nicht mal so verkehrt, weil Produkte mit 5% Niacinamid in der Drogerie sehr, sehr rar gesät sind. Also hier würde ich mir definitiv wünschen, dass man die Parfümierung rausnimmt, und auch die Farbstoffe, die hier enthalten sind, halte ich jetzt auch nicht unbedingt für notwendig bei Hautpflegeprodukten. Dann wäre das wirklich ein großartiges Produkt, weil auch die Textur und die Handhabung richtig, richtig toll ist. Das Ganze ist mit einem Dropper versehen, und auch die Konsistenz ist richtig gut geeignet für diesen Dropper. Das Ganze ist nicht zu fest, aber auch nicht zu flüssig, fühlt sich sehr serumartig an und ist angenehm, ist nicht zu klebrig. Aber die Parfümierung ist, wie gesagt, einfach too much für mich. Dann habe ich als nächstes das Isana Anti-Stress Serum, und zu diesem Serum habe ich auch ein komplettes Video gemacht. Also falls ihr euch für den Auftrag interessiert, für die Inhaltsstoffe, ich packe euch das Ganze unten in die Infobox, und dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Und bei diesem Serum stört mich jetzt nicht unbedingt die Formulierung. Hier ist 5% Panthenol enthalten, das ist ein hautberuhigender Inhaltsstoff. Das Ganze ist parfümfrei, was auch großartig ist. Aber der erste Aspekt, der mich an diesem Produkt stört, ist die Primärverpackung, also die Verpackung, die mit dem Produkt in Kontakt kommt. Denn dieses Serum ist eher eine Creme, das heißt, es lässt sich nur schwer dosieren. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Also das Ganze ist relativ fest, und man muss schon bisschen Kraft aufwenden, um das hier rauszubekommen, wobei es auf jeden Fall noch machbar ist. Aber bei diesem Serum stört mich auch das Finish, denn es fühlt sich ein bisschen stärkerhaltig an, ein kleines bisschen klebrig, und ich mag das einfach nicht so gerne auf meiner Haut, vor allem wenn ich weitere Produkte darüber auftrage, und genau deshalb ist dieses Serum auch auf dem vorletzten Platz gelandet.
Das Isana BHA Peeling mag ich auch aufgrund der Performance nicht wirklich und vor allem was das Hautgefühl angeht, denn wenn dieses Peeling auf der Haut antrocknet, dann hinterlässt das so einen stärkehaltigen Film, den man ja schon den ganzen Tag oder den ganzen Abend über auf der Haut spürt und das mag ich persönlich überhaupt nicht, deswegen benutze ich das Ganze als Rinse-Off-Peeling, sprich ich trage dieses Produkt auf mein Gesicht auf, lasse das 15 Minuten einwirken und spüle das Ganze wieder runter, damit ich einfach nicht den ganzen Abend mit diesem komischen Film auf der Haut rumrennen muss. Was die Formulierung angeht, gibt es ja auch nicht viel zu meckern, hier ist 2% Salicylsäure enthalten, welche natürlich entzündungshemmend wirken kann und somit hilfreich bei Pickeln sein kann. Aber dürft nicht vergessen, wenn ihr auf solche Peelings zurückgreift, dass ihr dann auch am Morgen entsprechend UV-Schutz in Form von Sonnencreme auftragt. Und falls ihr euch nochmal im Detail für dieses Peeling interessieren solltet, ich verlinke euch mein entsprechendes Video und den Blogpost dazu. Die Isana Pure Creme ist an sich auch gar nicht mal so schlecht formuliert. Hier sind feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe drin, rückfettende, pflegende Inhaltsstoffe und das Ganze ist komplett unparfümiert, enthält auch keine deklarationspflichtigen Duftstoffe oder ätherischen Öle. Was das beworbene Niacinamid angeht, solltet ihr euch nicht zu viel erhoffen, denn die Konzentration liegt unter 1%. Ich hatte mal bei Rossmann angefragt und die haben mir sogar die genaue Konzentration gesagt. Ich blende die euch einfach ein, damit ihr wisst, woran ihr seid. Aber an sich ist das eine gute Basic Creme. Allerdings bin ich einfach kein großer Fan von Tiegeln. Aber das ist, wie gesagt, eher persönliche Präferenz. Und die Textur der Creme, das Auftragsverhalten ist sehr, sehr angenehm. Ich zeige euch das auch nochmal, damit ihr das sehen könnt. Die ist richtig, richtig schön im Auftrag. Ich finde die auch nicht zu schwer. Die lässt sich gut einarbeiten und fühlt sich zunächst sogar so ein bisschen wässrig an, sehr leicht, aber nach dem Antrocknen hinterlässt die Creme einen ganz dezenten Pflegefilm. Also wer das mag, wird diese Creme lieben. Ein paar von euch haben sie auch in meiner Instagram-Umfrage genannt, dass ihr die sehr, sehr gerne mögt. Allgemein die Pure-Reihe von Rossmann ist sehr, sehr beliebt und ist bei euch auch wirklich, wirklich gut weggekommen. Zu der ganzen Pure-Reihe habe ich auch ein komplettes Video gemacht, in dem ich die Produkte getestet habe und die Creme finde ich an sich auch gar nicht mal so schlecht, weswegen sie definitiv in dieses Video reingehört. Auf Platz 9 landet der Isana Liquid Moisturizer und das liegt schlichtweg daran, dass ich für dieses Produkt keinen Platz in meiner Routine finden kann. Ansonsten ist dieser Liquid Moisturizer wirklich gut formuliert. Es sind einige feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthalten und das Produkt ist kein typisches wässriges Gesichtswasser, sondern hat auch noch ein kleines bisschen Textur und auch ein kleines bisschen Grip. Ich versuche euch das mal ein bisschen zu demonstrieren. Das heißt, man spürt richtig, dass er ja einfach noch ein bisschen Textur hat im Vergleich zu einem rein wässrigen Gesichtswasser. Allerdings konnte ich weder einen positiven noch einen negativen Impact dieses Produkts auf meiner Haut feststellen, sondern es war eher wie noch so ein zusätzlicher Zwischenschritt in meiner Hautpflegeroutine, wo ich auch noch Arbeit reinsteckte, damit es sich nicht so klebrig anfühlt, weil ich muss vorher meine Haut definitiv anfeuchten. Ich muss auch auf jeden Fall Öl hinzugeben, damit das Produkt nicht zu klebrig antrocknet und nichtsdestotrotz, wenn ich dann weitere Produkte drüber auftrage, was für meine fettarme Haut auch extrem sinnvoll ist, vor allem jetzt im Herbst und Winter. Ich kann so ein rein wasserbasiertes Produkt im Herbst und Winter nicht tragen. Da flippt meine Haut komplett aus. Dann fühlen sich die Produkte, die ich darüber auftrage, auch klebrig und unangenehm an und das ist einfach nichts für mich. Das Isana Glykolsäure Peeling Konzentrat darf in diesem Video auch auf keinen Fall fehlen, weil das mitunter das erste Produkt in der Drogerie war, das keine allzu hohe Glykolsäurekonzentration enthält. Glykolsäure gehört zu den AHA, also zu den Alpha-Hydroxy Acids und kann hilfreich bei Pigmentflecken sein. Sie kann peelend wirken und sie kann auch feuchtigkeitsbindend wirken.
Aber natürlich muss man immer schauen, wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist, denn wenn die Konzentration relativ hoch ist, der pH-Wert relativ niedrig ist, dann kann das unter Umständen die Haut reizen. Und deswegen finde ich es so großartig, dass wir eine eher niedrige Glykolsäurekonzentration bekommen haben. Hier steht nämlich drauf 6% AHA-Komplex und das Wort Komplex bezieht meistens auch noch andere Bestandteile mit ein. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass die Glykolsäurekonzentration hier bei unter 6% liegt, was meiner Meinung nach auch recht einsteigerinnenfreundlich ist. Das heißt, wenn ihr schon immer mal Glykolsäure ausprobieren wolltet, dann ist das definitiv ein Produkt, das man sich mal anschauen kann. Ich persönlich komme wunderbar damit zurecht. Es reizt meine Haut überhaupt nicht. Es ist sehr angenehm im Auftrag und ich benutze es auch ganz gerne als Rinse-Off-Peeling, ähnlich wie bei diesem BHA-Peeling von Isana, dass ich mir das aufs Gesicht auftrage und nach 15 Minuten wieder runterspüle. Und natürlich gilt auch bei diesem Peeling, ähnlich wie bei dem BHA-Peeling, dass man dann auf Sonnencreme zurückgreifen sollte. Der Isana Sensitive Aftershave Balsam ist so ein kleiner Geheimtipp von mir und zwar vor allem für Leute, die ein Aftershave-Produkt suchen, das keine hohen Mengen an Ethanol enthält, aber auch keine deklarationspflichtigen Duftstoffe oder ätherischen Öle. Hier sind nämlich vorrangig feuchtigkeitsbindende Bestandteile drin und dieser Aftershave Balsam hat so eine, ja, fast schon gelige, wässrige Textur. Allerdings finde ich dazu erwähnenswert, dass er so ein bisschen klebrig antrocknet. Falls euch das nicht stört und ihr solche gelig wässrigen Konsistenzen mögt und vor allem Produkte, die keinen allzu starken Pflegefilm auf der Haut hinterlassen, dann könnt ihr euch diesen Aftershave Balm auf jeden Fall mal anschauen. Kommen wir jetzt zum ersten Community-Liebling und zwar ist es das Isana Med Beruhigende Intensivserum. Dieses Produkt habt ihr bei meiner Instagram-Umfrage unfassbar oft benannt und ehrlich gesagt kann ich euch da nur zustimmen, vor allem im Vergleich zu den Produkten, die ich darunter platziert habe, denn hier passt die Primärverpackung tatsächlich mal zum Inhalt. Ich versuche euch das mal zu demonstrieren, denn das Serum lässt sich mit dem Dropper vergleichsweise gut dosieren, vor allem im Vergleich zu den anderen Produkten, die ich euch gerade gezeigt habe. Und auch der Auftrag ist sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm. Also es fühlt sich sehr wässrig und sehr leicht an, nicht zu schwer und trocknet auch nicht zu klebrig auf der Haut an. Also ich würde sagen, es ist unterdurchschnittlich klebrig vom Finish her und lässt sich auch ja gut anpassen. Also vor allem, wenn man die Haut vorher angefeuchtet hat und auch noch ein bisschen Öl hinzugibt, dann merkt man gar nichts mehr von der Klebrigkeit und es macht auch keinerlei Probleme mit darauffolgenden Produkten. Also vor allem im Vergleich zu zum Beispiel diesem Balance Anti-Stress-Serum von Isana ist das ein deutlich angenehmeres Produkt und hat auch deshalb den Platz verdient. Was wäre ein Best-of-Isana-Video ohne das feste Shampoo Mango Kokos? Das habe ich euch ja bereits mehrfach in die Kamera gehalten und das hier ist auch mein letztes Backup, bevor ich ein neues nachkaufen muss. Die Verpackung hat sich ja mittlerweile geändert. Ich glaube, die ist jetzt quadratisch, ist auch ein bisschen größer und auch das Waschstück, was da drin ist, ist nicht mehr rechteckig, sondern rund. Aber ansonsten hat sich auch an der Formulierung nichts verändert und ich würde dieses feste Shampoo auch immer wieder nachkaufen, vor allem, weil es eben keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthält, sondern nur parfümiert ist und ich mag das einfach ab und zu ganz gerne für mein Haar, aber auch für den Körper. Das heißt, immer wenn ich Lust habe auf so ein bisschen Duft bei meiner Körperpflege, dann benutze ich sehr, sehr gern dieses feste Shampoo. Ich komme wunderbar damit zurecht. Es reizt weder meine Haut noch meine Kopfhaut, wobei das natürlich auch Haut ist. Es lässt sich gut aufschäumen, es lässt sich gut ausspülen und ist ja einfach großartig. Ansonsten würde ich es mir ja auch nicht immer wieder nachkaufen. Auf Platz 4 landet das neue milde Reinigungsöl von Isana, das ja leider limitiert ist. Ich hoffe immer noch, dass das ins Standardsortiment aufgenommen wird, weil es einfach eine gute Alternative zu dem pflegenden Reinigungsöl ist.
Aber ich persönlich mag das pflegende Reinigungsöl ein kleines bisschen lieber, weil ich hier diese sehr dünne Konsistenz manchmal ein bisschen schwierig finde vom Auftrag her. Aber nichtsdestotrotz ist das ein grandioses Reinigungsöl, das sehr angenehm ist, dass man auch easy runterspülen kann. Und ja, vor allem für Drogerieverhältnisse und den Preis kann man sich das definitiv mal anschauen. Auf Platz 3 landet das pflegende Reinigungsöl von Isana, und zwar ist das die parfümfreie Version. Von der alten Version, die so ein bisschen fruchtig, blumig gerochen hat, habe ich auch einige Flaschen aufgebraucht und ich finde nach wie vor, dass das eins der besten Reinigungsöle aus der Drogerie ist. Es tut, was es soll, es lässt sich gut aufemulgieren, es hinterlässt keinen ekligen Film auf den Augen oder auf der Haut und es entfernt auch gut Hautpflege, Schmutz und dergleichen. Es ist im Vergleich zu dem milden Reinigungsöl ein bisschen dicker, was die Textur angeht, also es ist weniger flüssig und das mag ich persönlich ein kleines bisschen lieber, weshalb es auch über dem milden Reinigungsöl von Isana steht. Ich habe auch beide miteinander verglichen und ein Video dazu gemacht. Wie gesagt, ich verlinke euch einfach alles, was ich zu den jeweiligen Produkten mal erstellt habe, unten in der Infobox, falls ihr noch mehr Details benötigt. Aber für den Preis ist das wirklich ein großartiges Produkt aus der Drogerie. Der Isana Reinigungsschaum ist so großartig und hat genau deshalb die Platzierung verdient. Und auch ihr liebt dieses Produkt sehr, denn laut meiner Umfrage wurde der Reinigungsschaum unfassbar oft genannt. Ich kann es gar nicht mehr zählen, aber ich kann es zu 100% nachvollziehen. Er ist super angenehm im Auftrag, er lässt sich gut abspülen und die Haut spannt nach dem Abspülen auch nicht. Also zum Make-up entfernen und so ist dieser Reinigungsschaum nicht unbedingt geeignet, aber für morgens oder für leichte Hautpflege ist der richtig, richtig schön. Die Formulierung ist mild, er ist auch angenehm in der Handhabung und ich weiß, dass es super viele Leute gibt, die sagen, dass Reinigungsschäume total sinnlos sind. Aber sobald man motorisch eingeschränkt ist, weiß man so einen Reinigungsschaum sehr, sehr zu schätzen. Denn ich hatte mal monatelang mit einer Verletzung an meinem Finger zu kämpfen. Ich hatte einen sehr, sehr tiefen Schnitt drin, der auch genäht werden musste. Und ich konnte aufgrund dessen meine rechte Hand nicht mehr richtig verwenden und habe festgestellt, wie schwierig es ist, ein Waschgel aufzuschäumen, wenn man seine rechte Hand nicht mehr benutzen kann. Und da ist so ein Reinigungsschaum extrem hilfreich, weil das Produkt als fertiger Schaum rauskommt, dass man dann easy auf der Haut verteilen kann und auch easy wieder runterspülen kann. Und auf Platz 1 landet der Isana Pure Toner, der übrigens auch ein riesengroßer Community-Liebling ist. Der wurde auch sehr, sehr oft als Favorit genannt und ich kann es auch zu 100% nachvollziehen. Ich habe mich riesig gefreut, als dieser Toner gelauncht ist, weil wir zuvor keine wirkliche Alternative zu den anderen Gesichtswässerchen von Rossmann hatten. Deswegen bin ich so, so happy, dass wir jetzt diesen Toner am Start haben, der auch noch bezahlbar ist. Hier sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin, keine anderweitige Parfümierung und ich bin ja sowieso ein riesengroßer Fan von Tonern und eine riesengroße Befürworterin des Toner-Layerings. Ich liebe diese Skincare-Technik und genau dafür verwende ich auch diesen Toner. Vor allem morgens, wenn ich kein Bedürfnis habe, meine Haut mit irgendeinem Tensidreiniger zu reinigen oder mit einem Reinigungsöl zu reinigen, dann gebe ich mir was von diesem Toner auf ein Wattepad und gehe über mein Gesicht drüber. Natürlich mache ich das meistens nur, wenn ich abends keine zu schwere Hautpflege verwendet habe, die jetzt einen zu starken Ölfilm auf der Haut hinterlässt. Dafür ist dieser Toner wunderbar geeignet, weil er eben auch bezahlbar ist und man auch eine gewisse Menge davon verbraucht. Ihr seht, hier ist auch nicht mehr so viel drin und ich werde mir diesen Toner auch zu 100% nachkaufen und finde den tatsächlich sogar ein kleines bisschen besser als dieses Balea Med Gesichtswasser. Das war auf jeden Fall ganz schön viel, aber ich hoffe dennoch, dass das Video ein kleines bisschen hilfreich war und dass ihr die Produkte jetzt besser einordnen könnt. Und falls ihr jetzt noch mehr Input zum Thema Drogeriehautpflege benötigt, dann klickt einfach auf diese Playlist hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.